Guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt euer Leben trotz aller Probleme, die wir im Alltag haben. In diesem Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse und ich versuche für euch interessante Nachrichten zu finden. Ich hoffe, dieses Video kommt bei euch gut an. Auf jeden Fall bleibt bitte dran. Los geht's! Staatliches Gehalt für Eltern. Der Abgeordnete der Staatsduma Vitali Milonov schlug vor, die Einführung eines staatlichen Gehaltssystems für Eltern zu prüfen, die sich vollständig der Erziehung ihrer Kinder widmen. Seiner Ansicht nach bleibt in Russland die Unterstützung von Eltern nach dem Ende des Mutterschaftsurlaubs ein wichtiges Thema. Häufig müssen Eltern ihre Kinder bis zu einem Alter von 5 bis 6 Jahren eng betreuen, wobei ein Ehepartner vorübergehend seine Karriere zugunsten der Familie aufgeben muss. Milonov betonte, dass dies besonders in Familien mit mehreren Kindern häufig vorkommt, was zu einem deutlichen Rückgang des Familieneinkommens führt. In einem Schreiben an Arbeitsminister Anton Kotjakov forderte der Parlamentarier: Ich bitte Sie, die Möglichkeit der Einführung eines staatlichen Gehaltssystems für einen Elternteil zu prüfen, der sich der Erziehung der Kinder bis zu einem bestimmten Alter widmet. Ganzjähriger Wehrdienst. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein neues Bundesgesetz über den ganzjährigen Wehrdienst unterzeichnet. Demnach werden medizinische Untersuchungen, psychologische Eignungstests und Sitzungen der Einberufungskommission nun das ganze Jahr über durchgeführt. Die tatsächliche Einberufung der Rekruten erfolgt jedoch zweimal jährlich. Die erste Phase vom 1. April bis 15. Juli, die zweite vom 1. Oktober bis 31. Dezember. Das Gesetz legt auch neue Fristen für die Meldung beim Wehramt fest. Wer eine elektronische Vorladung erhält, muss innerhalb von 30 Tagen nach Benachrichtigung über das Portal Gosuslugi erscheinen. Für eine Befreiung vom Wehrdienst oder einen Aufschub ist nun keine persönliche Anwesenheit erforderlich. Die Wehrämter erhalten zudem das Recht, Bürgern Auszüge aus dem Wehrregister auch in elektronischer Form auszustellen. Das Gesetz wurde Ende Oktober vom Föderationsrat gebilligt, nachdem es zuvor von der Staatsduma positiv bewertet wurde. Der Abgeordnete Andrei Kartapolow erklärte, dass die Neuerung die Belastung der Einberufungsstellen gleichmäßiger verteilen und die Qualität der Einberufung verbessern werde. Jährlich 100.000 Haustiere obdachlos. In Russland werden jedes Jahr etwa 100.000 Haustiere obdachlos. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses der Staatsduma, Wladimir Burmatov, mit. Seiner Aussage nach werden die meisten Tiere am Ende der Gartensaison ausgesetzt, insbesondere in Gartensiedlungen. Es ist eine absolut zynische Geschichte. Im September oder Anfang Oktober werfen die Menschen diejenigen weg, die sie im April oder Mai aufgenommen haben. Der Hund lebte 6 Monate dort und dann wurde er losgeschickt, erklärte Burmatov. Der Abgeordnete wies darauf hin, dass ein Bußgeld für ausgesetzte Tiere bis zu 30.000 Rubel betragen kann. Um Besitzer jedoch zur Verantwortung zu ziehen, ist eine Registrierung und Erfassung jedes Tieres erforderlich. Bislang gilt diese Praxis nur in 20 Regionen Russlands. Und die anderen brauchen das nicht, empörte sich Burmatov. Zuvor hatte die Staatsduma einen Gesetzentwurf vorbereitet, der es in Russland verbietet, Tiere in der Nähe von Mehrfamilienhäusern, Schulen, Krankenhäusern und Sportplätzen zu füttern. Drogensucht in Sankt Petersburg.
Im Jahr 2024 ist die Zahl der neuen Fälle von Alkoholismus und Drogenabhängigkeit in St. Petersburg deutlich gestiegen. Laut Angaben von Petrostat stieg die Rate dieser Erkrankungen um mehr als 22%. Die Diagnose Alkoholismus und alkoholbedingte Psychosen wurde erstmals bei fast 1300 Stadtbewohnern gestellt. Das sind 22% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der neuen Drogendiagnosen stieg um fast 25%. Erstmals erhielten 512 Menschen diese Diagnose. Auch bei anderen Krankheiten ist ein Anstieg zu verzeichnen. 1200 Menschen erkrankten an Syphilis, 9% mehr als 2023. Im Gegensatz dazu ging die Tuberkulose-Erkrankungsrate um 8,5% zurück. Im Jahr 2024 wurden 912 neue Fälle registriert, davon 859 mit Beteiligung der Atemwege. Die öffentliche Kammer schlug vor, die Zahl der Alkoholgeschäfte zu reduzieren und ihre Lage in Mehrfamilienhäusern zu beschränken. Pavel Schapkin, Leiter des Nationalen Verbraucherschutzverbands, erklärte, dass die Anti-Alkohol-Kampagne weder die Verkaufszeiten noch die Menge an Alkohol begrenzen sollte. Gleichzeitig stellte das Gesundheitsministerium fest, dass der Alkoholkonsum in Russland in den letzten 5 Jahren dank Maßnahmen zur Bekämpfung der Alkoholverbreitung um 11% gesunken ist. Russland schickt 35 Migrantenkinder nach Usbekistan. Aus Russland wurden mehrere Dutzend Kinder von Migranten nach Usbekistan zurückgeführt. Es handelt sich um 35 Minderjährige, die ohne elterliche Aufsicht geblieben waren. Nachdem die persönlichen Daten der Kinder ermittelt worden waren, wurden ihnen Dokumente ausgestellt und medizinische Untersuchungen durchgeführt. Anschließend wurden alle Minderjährigen nach Taschkent geschickt. Die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lvova-Belova betonte zuvor die Notwendigkeit, einen Mechanismus zu entwickeln, um Migranten gemeinsam mit ihren Kindern abzuschieben. Sie wies auf Fälle hin, in denen bei der zwangsweisen Ausweisung eines ausländischen Elternteils nach Gerichtsbeschluss die Kinder im Land zurückblieben, da das Verfahren auf sie nicht angewendet wurde. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen und Zuhören. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss.